Hey, willkommen bei Woanders Vegan. Das ist Melina und das bin ich. Wir sind verlobt, vegan und lieben es zu reisen. In diesem Video nehmen wir dich mit auf die Azoren, an die Sete Cidades und die heißen Quellen von Ferraria. Wenn dir das Video gefällt, dann abonniere doch später gerne den Kanal. Los geht's! Hallo ihr Lieben, wir befinden uns gerade im Auto. Wir waren gerade noch schnell einkaufen. Sonntags haben hier nämlich viele Läden einfach auf. Ja, die komplette Mall hat auf. Genau, außer ein paar einzelne Geschäfte hatten zu, aber sonst der Supermarkt, die Klamottenläden, alles hatte auf. Sau krass. Und wir haben noch schnell ein paar Snacks gekauft für unterwegs, weil wir gestern doch ein bisschen Hunger hatten. Und haben noch schnell ein paar Sonnenbrillen gekauft, weil Felix hatte keine, ich habe meine vergessen. Und jetzt geht's weiter. Ja. Was steht heute an? Wir fahren heute an ein anderes Ende, wo wir gestern nicht waren, der Insel. Und zwar fahren wir zu einem der Kraterseen. Hier sind jetzt 2 Kraterseen. Und zwar, ich kann es nicht aussprechen, Lagoa da Sete Cidades. Ja. Wie gesagt, das ist einer von den 2 Kraterseen. Und danach wollen wir zu so einem Thermalbad fahren. Das ist direkt am Atlantik, praktisch ein Becken, was aufgeheizt wird durch die heißen Quellen. Und dann kommt direkt das Meer. Schön, dass ihr dabei seid und los geht's. 6 Kilometer vom Ziel und es regnet. Da kaufen wir Sonnenbrillen und dann regnet es. Aber das scheint hier nur, also ich gehe davon aus, dass es nur ein Schauer ist. Wir sind an einem Aussichtsturm. Das war glaube ich mal ein altes Hotel oder so. Ja, so sieht's aus, ja. Gehen wir gleich mal gucken. Also wir waren jetzt an diesem Aussichtspunkt und fahren jetzt mal weiter runter zu den Seen, um von unten vielleicht eine Art Wanderweg zu finden. Wir sind immer noch so ein bisschen unentschlossen, weil wir eigentlich einen Wanderweg suchen und hier ist es eher schlecht ausgeschildert und es gibt auch nicht so viele, ne? Ich muss ganz ehrlich... Wir wissen nicht, wo es losgeht. Das ist richtiger Regenwald mit angenehmen Temperaturen. Grandios. Wow. Und auf einmal steht man wieder unter Nadelhölzern. Das ist grandios, wirklich. Das ist wirklich Wahnsinn. Der ist schon ziemlich zugewachsen hier. Aber ich will jetzt mal weiter entlang gehen. Schaut mal, was ein schöner Weg das ist. Hätte ich eine Wanderschuhe anziehen müssen. Ja. Hier hat man wirklich gerade das Gefühl, die Natur holt sich das alles zurück. Den Weg ist anscheinend länger keiner mehr gegangen. Aber ich habe die Hoffnung, dass es uns trotzdem irgendwann an einen Ort führt, an so einen Aussichtspunkt oder so. Weil es war ja auf jeden Fall mal ein Weg. Ich bin gespannt. Allein die Geräusche hören sich schon an wie Dschungel. Wahnsinn. Oh. Der Pfad war so langsam zu Ende, wir kamen nicht mehr weiter. Jetzt gehen wir langsam zurück, aber es ist auch cool, dass wir hier so mitten in der Natur. Wir hören ein paar Meter weiter eine Straße wieder, und auch Kirchglocken, aber es ist so schön hier. Wir sind gerade hier unten am See und hier sind ganz viele Enten und ganz verschiedene Enten auch. Das ist voll süß. Enten. Ja, die erwarten halt irgendwie Essen. Und da ist ein Regenbogen da hinten. Und wie gesagt, der eine wird grün und einer blau. Also je nachdem wie die Sonne scheint, da leuchtet halt der eine blau, der andere grün. Und das sehen wir halt gerade nicht so wirklich, weil die Sonne nicht stark genug irgendwie scheint. Nicht von oben drauf. Jedenfalls, manche baden im Sommer hier drin, was man eigentlich aber nicht machen soll, weil diese 2 Seen halt keinen Ein- und Ausgang haben, sodass halt das Wasser das steht, das stehendes Gewässer. Aha. Wir haben gerade eine kleine Mittagspause gemacht
Und zwar sind wir jetzt runter ins Tal sozusagen gefahren. Das Dörfchen ist hier in der Nähe, das heißt genauso wie dieser Krater, den ich nicht aussprechen kann. Ja, wir sind gerade, glaube ich, an den kleineren. Im kleineren der beiden Seen, ja. Wollten eigentlich noch ein bisschen entlang am See, aber es regnet gerade. Immer mal stärker, mal weniger. Das Azorentief, ich sag's euch. Deswegen sind wir gerade, wir lassen uns heute so eher so ein bisschen treiben. Aber ist ganz schön, ganz entspannt. Ja. Bin mal gespannt. Auf dem Weg zum Thermalbad sind wir jetzt hier dran vorbeigekommen. Das ist ein Leuchtturm da unten und es ist so schön, diese Küste hier. Das ist halt Wahnsinn, weil das ist irgendwie, regnet es permanent, aber dann hat man immer noch so kleine Sonnenscheinblicke und man hat hier gefühlt an jeder Ecke irgendwie einen Aussichtspunkt. Ja, ja. Und überall sind so kleine Plätze zum Grillen und so. Also das, ja, sie haben wirklich so Steingrillmäßig was aufgebaut. Sogar habe ich gesehen, oben mit so einem kleinen Waschbecken. Sau cool. ja, ja. Aber ich meine, das bietet sich in der Gegend doch an. Ja, aber einfach auch so zum Zusammensitzen und Ja, so, ne? Das, klar. so diese Geselligkeit, die das ausstrahlt. Howdy Peoples, stellt euch vor, es ist Samstagnachmittag, es ist eine schöne warme Brise und ihr sitzt hier, schmeißt einen Grill da hinten an. Schöner wird's nicht, oder? Das Einzige, muss ich sagen, was ich traurig finde, aber das denke ich mir schon die ganze Zeit, seitdem wir hier sind, überall liegt so viel Müll rum. Wir sind jetzt angekommen hier unten. Eine ganz schön steile Strecke nach unten. Und hier ist die Therme. Das sieht sehr unspektakulär aus. Sehr unspektakulär. Meinst du denn, dass es die ist? Ja, die können ja auch nichts Riesiges bauen. Das ist ja auch dieses, was man meinte. Man wird wahrscheinlich immer mit auf dem Foto drauf sein, weil. Aber auf der anderen Seite wird es halt niemals so leer sein. Ja, deswegen, also der Parkplatz ist ja riesig, weißt du? Gerade noch mal überlegt und wir haben gehört, dass es mit Ebbe und Flut zu tun hat, ob dieses Becken irgendwie gut besuchbar ist oder nicht. Und ich hatte vorher schon mal gehört, dass man praktisch, je mehr man Richtung Meer kommt, umso kühler es wird. Und deswegen, es muss hier irgendwo so ein Naturbecken geben. Wir haben auch eben Leute schon gesehen, die mit Handtüchern kamen von dort. Und einfach mal schauen, vielleicht finden wir das ja. Ich habe mir gerade vorgestellt, wenn ich da abrutsche und reinfalle, ich bin tot. Ja. Ich finde, Wasser ist immer so was Beeindruckendes und Bedrohliches zugleich. Also ich finde, das ist so kraftvoll. Ich finde, das macht bei mir aber voll was Komisches, wenn ich sowas sehe, wenn die Wellen nach vorne klatschen, weil ich mich so klein dann fühle und wirklich so hilflos, schutzlos.
Also wir sind gerade an diesem Becken gewesen, an diesem Thermalbecken. Ich war froh, dass es nicht diesen Betonklotz da vorne war. Das ist halt wirklich direkt am Meer, so dass das Meerwasser auch reinkommt. An sich wirklich wunderschön, aber durch den Wellengang und sah das so ein bisschen ungemütlich aus. Das wurde mit so einem Seil abgetrennt in so einem kleinen Bereich. Und es so wurde Männer auch drin. Genau. Und es wurde uns auch von jemandem gesagt, der gerade drin war und hochkam, so von wegen, dass es nicht so warm ist, wie es man annimmt. Deswegen, es war gut anzusehen, aber rein hätte ich jetzt nicht müssen. Sind wir auch nicht. Aber es gibt bestimmt noch ein paar coolere. Nee, das war schon extrem cool, muss man sagen. Aber es gibt bestimmt noch ein paar andere Spots. Ein paar wärmere. Und die werden wir auf jeden Fall ausnutzen. Es geht hier langsam die Sonne unter, es ist kurz vor 5 und war echt schön heute. Weil wir so, ich weiß nicht, so einfach uns haben so ein bisschen treiben lassen und irgendwie verschiedene Sachen Es war halt ganz irgendwie- anders waren als erwartet. Ja, aber auch generell so irgendwie gestern war halt so voll das Sommerwetter und klar, wir waren dann an diesem Strand und heute war so irgendwie so regnerisch und dann war es immer so durch die Natur. Ich weiß, heute war irgendwie so auch so ein anderer Flair und jetzt sitzt man hier so in diesem voll. Das eine war so Beach-Look gestern Ja. und heute ist so voll so rough und Das ist so vielfältig und das ist auch das Ding an den Azoren. Man hat auf einer Insel, hat man hier so Lavagestein, dann hat man irgendwie einen Strand, dann hat man eine Stadt, wenn man das mag irgendwie und es ist alles irgendwie auf einer Insel oder in einer Inselgruppe, weil wenn man dann noch auf die anderen Inseln geht, ist es ja dann nochmal anders. Und nee, ich fand's super schön heute. Ja. Und Vielleicht jetzt lass ich- ist halt, es hat aufgehört zu regnen, die Sonne ist praktisch so Sonnenuntergang. und es ist total Quatsch. mild. Ne? Ja, es ist auf gar einmal nicht, richtig ist gar nicht warm. kalt. Wir verabschieden uns, würde ich sagen, für heute mal, oder? Ja, ich glaube jetzt Hat gereicht. nichts mehr. Ja. Dann sehen wir uns morgen wieder. Wir wissen selbst noch nicht genau, was wir machen morgen, aber uns wird schon was einfallen. Ich denke auch. Okay, dann macht's gut. Macht's Ciao. gut.